Hey ihr Noobs da draußen, ich bin's Raptorize von Team Noobs und ich stelle euch heute ein neues Projekt vor. Und zwar den Random Wednesday. Das heißt, jeden Mittwoch ab jetzt kommt ein letztes, sagen wir mal raus, zu einem Random Spiel. Und random deshalb, weil es durch ein Random CT-Key erhalten wurde. Ja, davon kriegt man es relativ schnell, relativ viele. Und deswegen wollte ich einfach mal hier mit einem Legendary Random CT-Key anfangen von Kinguin. Und das ist zu Empire. Ich habe noch nie zuvor dieses Spiel gehört und es sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Rollercoaster Tycoon und Zoo Tycoon. Aber egal, wir machen eine neue Karriere. Oh! Alter, wie geil! Du bist dead. 5, okay. Cleaning, Feeding Skills. Healing ist wichtig. Und 2 Healing. Rest würde ich sagen 1. Ja, passt. Start your career. Welcome to your zookeeping career. Let's take a look at your career path and what each icon and element represents. These are new scenarios you can go to and attempt to pass. Okay, blaue Sachen sind das neue Szenario. Gelb. Yellow. These are scenarios you have passed by completing the main objectives. Okay, das sind erfolgreich abgeschlossene Szenarios. Und das rote sind failed Szenarios. Und hier bist du eines ein Hauptziel und ein Nebenziel hast du geschafft. Und diese Szenarios sind gesperrt. Und das bin ich. Hallo! So, to move to a scenario, simply left click directly on the scenario icon you want to try. Okay, ich glaube, ich habe es verstanden. Holy shit! Screaming. Zoo Tour. Congratulations! Your job application for trainee at Kalamazoo City Zoo has been approved. Before you start your daily grind in this demanding but rewarding job, the administration would like you to take 6 photographs of the zoo's fabulous animals for a marketing brochure. But be quick. Printing takes time, and management cannot delay the brochure's production. Tour the zoo, identify the animals, and make sure the photos look fantastic. Take a photo of a white rhinoceros. Take a photo of a red kangaroo. Take a photo of a giraffe. Und was noch? Take a photo of a western lowland gorilla. Take a photo of a 6 imperial penguins. Take a photo of a polar bear. Das heißt, das ist kein Zoo-Aufbauspiel, sondern einfach bloß so scheiße, wo man irgendwas fotografieren muss. Och Mensch, das ist enttäuschend. Welcome to the world of Zoo Empire. As this is your first assignment, we will slowly bring you up to speed and help familiarize you with the basic aspects of running your very own zoo. Okay. You can move the tutorial window anywhere on the screen by holding down the left mouse button on the box and dragging it around. Go ahead and give it a try, and then left-click on the Next button to proceed. You can also minimize the tutorial window by left-clicking on the Minimize button located on the upper right-hand corner of the tutorial window. Go ahead and give it a try, and then left-click on the Next button. It seems nothing is moving in your zoo. If the game is paused, then everything in your zoo will freeze in its current position until you left-click on the Resume Game button. Left-clicking the same button again will pause the game. Good. Let's start your zoo training with an introduction to the camera controls and see how you can move about the zoo. To scroll about the screen, you can also rotate the camera by holding the right mouse button and moving the mouse left or right. Nice. Try it out. Nice. To change the camera's perspective, Alter, nice. hold the right mouse button and move the mouse up or down. Give it a try. Good. You can also zoom in or out. Very good. Now you have a solid understanding of how the camera works, and you can get to any location within the zoo. Let's move on, shall we? Notice the upper and lower toolbars on the screen. Mouse over each indicator and button for a second or so, and a context-sensitive help message will tell you about its function. Go ahead and familiarize yourself with these toolbars, and when you're ready, left-click on the Next button to continue.
Okay, Menü, was haben wir hier? Message Menü. Und Close to. Nein, natürlich schießen wir nicht das so. All right then. Before we move on, let's review your scenario assignments by left-clicking on the Information Center button, followed by a left click on the Goals button. Here you can see all the goals you need to meet before moving on to the next scenario. Main goals are essential to passing to the next scenario. Hold the left mouse button and drag the scroll bar to scroll down the list and review all your goals. As you can see, you need to take 6 photographs of your beloved animals. Therefore, let's see how to take photographs. First, close. Whenever you left-click on the photo button, a photograph will be taken and sent to your photo album. Go ahead and take 2 photos. Any 2 photos will do. Once you've taken the photos, if you do not transfer the photos you have taken to your collection, the photos will be deleted once you move on to another scenario. Very good. If you have some really great photos in your collection that you'd like to share with your friends, first make sure that the photos are transferred to your collection. Then, left-click on the Collection button. You can then, the minimap is a great way to navigate around your zoo. You can left-click. Another interface that will come in handy is the Option menu, where you can adjust game settings, save your current game, load. Let's recap what we've learned here before. So. Und nun? Foto von Rhinoceros, was soll ich machen? Kann ich auch mit P machen, finde ich gut. Da haben wir ein Foto von Rhinoceros. So, Nikos, ich habe nicht zugehört. Information Center. So, achieved, yes. So, oh, gleich möchte ich einen Lowland Gorilla. So, dann Giraffe. Oh, noch Penguins. Kangaroos. Ich fotografiere einfach alles hier. Zack, Giraffe. 1, 2, 3, 4, 5. Hier sind noch 5. Nein, das sind 6. Wie sieht's aus? Oh, Scenario completed. Easy. Click to continue. Das macht doch Spaß. Main goal, 6 out of 6 goals achieved. Yay. Do you want to continue playing this scenario or move to a new scenario? Do you have taken some photos and videos during the last scenario? Do you want to keep them in your collection? Nope. So. Game score 9. Mission completed 1. Reputation 2%. Okay. Zoo completion. You have inherited the Gainsworth Arms Zoo, a nature park outside the town of Wichita Plains. The zoo has an entrance and 2 partially completed exhibits, a fenced exhibit and a terrain exhibit. You have to complete a small zoo with separate exhibits for African elephants, giraffes, and red kangaroos, hire staff, and purchase animal enrichment items. 3 Giraffen, 2 afrikanische Elefanten, 2 rote Kängurus und 4 Exhibit mit Animals. Achso, 4, okay, das heißt, wir brauchen 4. Good. Start. Let's take a look at creating exhibits. There are 2 types of exhibits, fenced and terrain. Now, left-click on the stick pole fence thumbnail. Move the cursor to the nearly completed exhibit. Good. You now have a proper exhibit. The only thing missing is an entrance. The only thing this exhibit is lacking are some animals to liven it up. Left-click on the Adopt Animal menu button and find a giraffe. And double left-click on the thumbnail. You can then place the giraffe in its new exhibit. Add 1 male and 2 female giraffes. Good! So habe ich es auch immer bei You now know how to create fenced exhibits. Creating terrain exhibits is a bit more tricky, as this involves using the terrain editor. In order to create an exhibit with the terrain editor, you have to make sure that the entire terrain is surrounded by the black brick. Now, left-click on the terrain to raise it to roughly the same level as the blacked-out terrain, and release the mouse button. Note that you can only edit the terrain highlighted in blue, again for the purposes of this tutorial. You should see that the terrain has been blacked out.
If not, then just raise it a bit more. Keep raising the terrain until there is a completely blacked out ring going around the terrain. When you are ready for the next step, left-click on the Next button to continue. Oh shit, ich glaube, ich mache das falsch. Ja, egal. Ah. So, das, okay. Was soll ich machen? Purpose you should see when has been blacked out. If not, then just raise it a bit more. Okay. Oh. Ah, okay, das war ein bisschen blöd. Das heißt, lower, kann ich lowern? Nope, so nicht einmal nichts. Very good. You now know how to create terrain exhibits. Nah. However, we still need to add in an entrance for your staff to access the exhibit. In order to do so, you will need to add an exhibit entrance. Your staff can only walk on relatively flat terrain. And as such, despite having an entrance, they may not be able to enter the exhibit due to the steepness of the terrain. To find out, open the Terrain Editor, left-click on the Grid button, then the Staff Constraints Grid button. It will show you whether your staff can walk through the entrance and into the exhibit. The 3 grid constraint buttons can be turned on simultaneously. So, you might want to turn off other grid constraint buttons to see only the staff constraints. When you have examined the terrain around the entrance, left-click on the Next button to continue. Seems that your staff cannot walk past the entrance after all. Let's smooth the terrain. Creating exhibits can be time-consuming, so we have a nifty little feature that allows you to save and load your best exhibits. To save an exhibit, simply left-click on the Options button, then on the Save Exhibit button. You will see the Save Exhibit menu. Double left-click on the Save New bar, then left-click on the exhibit you want to save. Finally, give your exhibit a name and left-click on the OK button, and your exhibit is saved. To load an exhibit, left-click on the Options button, then on the Load Exhibit button. When you see the Load Exhibit menu, double left-click on the exhibit you want to load, then left-click to place the exhibit in your zoo. Save your new terrain exhibit to continue. Ja. Habe ich. Okay, hier ist Tutorial-Skript. Scheiß drauf. Attacke. Andererseits ist ein bisschen blöd. Wahrscheinlich habe ich mich blöd angestellt. So. Hier war das. Fencing. Das so hier. So, jetzt brauchen wir Gleisposition. Und welchen Boden brauche ich dafür? Weiß ich ja nicht.
Das soll wahrscheinlich alles noch kommen, aber nee. Das Train. Hier. Ich würde mal sagen, was bist du? Ah, es ist halt bloß die Farbe da. Das kostet auch noch Geld, so eine Scheiße. Wo ist mein Geld? Wo sind meine Pflanzen? Oh, dran gleich so. Ja, das ist wohl geklärt. So, wir nehmen jetzt mal den Elefant. Okay, das war gut. Es ist halt wie Zoo Tycoon, wirklich. We can, African Elephant 2 would like more privacy. Move the roads and back to its exit. What? Oh, ist mir so anstrengend. Ich soll bloß die Viecher haben. Da war schon noch ein Zaun drin. So, muss es gehen. So, da 2 Tiere rein. Hier, glaube ich, es gehen. Ah ja, damit rechts lieber. Okay, da habe ich wieder was gelernt. Das ist ganz interessant, das Spiel. Also ich wirklich ziemlich an zurückkommen. Außer dass es halt hier Sprechen angesprochen wurde. Das finde ich halt richtig super. So. Ups. Oder nicht. Zack. Festlegen. Und jetzt. Den Tieren geht's nicht gut, aber ich hatte doch irgendwelche Aufträge. Was ist denn eigentlich hier? Aus! No. So. Number of Expeditionen. Da muss ich noch eins einführen. Aber ein kleines. Zack. Hier so hin. Ich hab mal das hier. Zack. Selber das Tutorial schaffen. Easy! Nicht besonders gut kompliziert. Alles kompliziert. So. Und für den Krach. Nope. 5%. Yeah. Ey, cool. Der ist halt ein bisschen creepy. Oder blinzelt, wenn man den Kopf zu schnell bewegt. Habe ich nicht recht? Nein. Easy 6? Nope. Good help is hard to find these days. Nope. So, ich würde sagen, Online Save Game Double be lost. Mal schauen, du kriegst ein Main Menü. Nope. Start. Nope, das will ich auch nie. Legend. Ja, ich glaube, das ist gar nicht gespeichert. Free Game. Weitlaufender Account. Suicide.
Extra Starting Cash. Maximal. Warum ist das Maximale? 5.000, 600.000, 700.000, 800.000, ich glaube 1 Million, oder? 1 Million, okay. Unlock Percentage of Animals available. Fupp. Maybe next. Entrance Style, das okay, ist mir egal. Da kann man wirklich viel anpassen. Das war mehr als bei Zuterkunden. So kann man das da draufklicken, wählen und das war's. So. Also jetzt geht's alles für Tiere. Komodo-Varan, das gefällt mir ungemein. Bisschen wenig Tiere, würde ich sagen. American Alligator. Oh. Okay. Komodo-Varan, Krokodil. Aber ansonsten. Das Spiel hat Potenzial. Also es sollte ein bisschen bessere Grafik. Zwar nicht ganz so gute Grafik zu Projekt 2, aber nicht schlecht. Und ein bisschen mehr Gameplay-Sachen. So. Wege bauen. Obwohl, ich glaube, viel mehr würde ich jetzt nicht machen. Wir sind jetzt schon bei über 20 Minuten. Ich glaube, das zeigt ganz guten, schönen Eindruck von dem Spiel. Directions. Ah, hier gibt's die Wege. Zack. Schwupp. Zack. Easy. Hallo, Bus. Schön. Ja. Ich glaube, das war's mit dem kleinen Tutorial. Nicht Tutorial, Test. Let's Test von SuWorld heißt das, glaube ich. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ach so, vielleicht würde ich noch eine Bewertung einführen. Ich glaube, da überlege ich mir noch ein richtig schönes Bewertungssystem. Aber ich würde für das Spiel, dafür, dass es eigentlich ein Trash-Spiel ist, was man durch ein random Steam CD-Key bekommen hat. Product Key, nicht CD-Key. Was sage ich denn für Scheiße? Habe ich ja schon am Anfangsvideos gesagt, weil ich schon einblenden, dass ich voll Idiot bin. Aber gut. Pause, Nerven. So. Nerven trotzdem. Wenn ich auch weggehe. Ja. Auf jeden Fall würde ich dem Spiel für ein Trash-Spiel eine 8 von 10 geben. Das ist eigentlich schon fast kein Trash. Also kein Random-Spiel. Weil das kann schon Spaß machen. Es ist besser als Zoo Tycoon 1. Und Zoo, das ist zumindest das, was ich bislang gesehen habe, ist besser als Zoo Tycoon 1. Und Zoo Tycoon 1 habe ich lange gefesselt. Obwohl, nee. Die Tierauswahl ist nicht ganz so gut. Es ist ein bisschen unübersichtlicher als Zoo Tycoon 1. Ich würde 7 von 10 geben. Ich werde allerdings gucken, ob es Add-ons gibt. Wenn es mit Dinosauriern gibt, dann kriegt es auf jeden Fall eine 9 von 10. Ohne Frage. Obwohl, mit Dinosauriern 10 von 10. Ja doch, eine 10 von 10 mit Dinosauriern. Und wenn es anderlei Endauszüge gibt, mit Martin oder so, würde ich schon 1-2 Punkte aufstufen. Ich werde auf jeden Fall ein schönes System überlegen und so richtig schön bewerten nach Grafik, Gameplay und allem. Aber das war jetzt erstmal das erste als Test. Ich werde mir das System besseres einfallen lassen. Wir können ja mal in die Kommentare schreiben, wie viele Punkte ihr dem Spiel gegeben habt. Ja gut, das kann man schlecht sagen, weil ich habe jetzt keine klare Anweisung gegeben, wie ich das bewerte. Jetzt quatsch ich schon 2 Minuten das Outro. Scheiße. Auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt in den Kommentaren, was ihr für Vorschläge habt für Random Wednesday. Ansonsten wähle ich ein Spiel aus. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.